So, jetzt ist es tatsächlich soweit. Das Return to Monkey Island ist seit ein paar Tagen draußen. Und nachdem ich natürlich Teil 1 und 2 nochmal als komplettes Let's Play vor längerer Zeit auf meinen Kanal gepackt hatte, also diese Neuauflage, die grafische davon Teil 1 und 2, muss ich dieses natürlich auch spielen, weil ja, eigentlich ist es ja der richtige Teil 3. Ja, gucken wir mal. Neues Spiel. Ich würde auch sagen, ich probiere diesen schwierigen Modus. Warum auch nicht? Ja, was ist das denn hier? Schau dir das Sammelalbum an, wenn du neu bei Monkey Island. Was ist denn das Sammelalbum? Hey, wanna see my mighty pirate scrapbook? Nee, It's will ich filled nicht. with my adventures. Okay. Ist ja witzig, hier kann ich mir dann irgendwie angucken, was Ever vorher since so I was a passiert kid, ist. I wanted to be a mighty pirate. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. Ja, da erinnern wir uns dran, ne? Teil 1. Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Oh, hier unten, guck mal da. Stan, der Verkäufer der Gebrauchtschiffe. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. Okay, und hier haben wir den dicken, fetten... Ach so, guck an, erzähl mir mehr. Das ist doof. Da gehe ich mal ganz kurz, das muss ich mir angucken. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. Okay, was kann ich denn hier machen? Also, erzähl mir mehr. That's me, Guybrush Threepwood. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. Dachte, die machen das nur so aus Spaß. Oh, hier sind die Hunde von Teil 1, die man doch mit dem Fleisch und so weiter lahmlegen musste. Was haben wir denn noch? The test of thievery involved breaking into the governor's mansion. The security was heavy. Genau, die waren ja die Sicherheitsvorkehrungen. Und das sind die 3 Piraten aus der Scum-Bar. The pirate leaders were in charge of the 3 trials, acting as judge, jury, executioner, and devoted grog tasters. Das ist witzig, dass sie das eingebaut haben. Finde ich gut. Oh, Elaine. This is when I met Elaine, the love of my life. She was governor at the time. Das hier unten ist doch garantiert der Schwertkampf mit den Beleidigungen, ne? Mastering sword fighting was more a matter of wits than agility. Genau, und hier Treasure hunting is important for any pirate. buddelte er den Schatz aus. Das war auch Teil 1, wo man durch die verschiedenen Bildschirme gehen musste, um das große X zu finden, ne? Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Okay, was haben wir hier? LeChuck? LeChuck thought he was in love with Elaine. Was ist das denn hier? Kann ich nicht lesen. Nee, dafür bin ich zu blöd. Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck. Das wissen wir. Ist das hier der Typ, der im Gefängnis saß und der... Ach hier, der Typ mit den 2 Haken, der war doch in der Hütte wo man musste man dann nicht mit dem Huhn rüber und dem Kletterhaken da? I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. Herrlich, das ist die Schwertmeisterin hier, ne? Oder? I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. Meathook ist er hier gewesen mit den Haken. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. Das hier unten sind die Masken, die Eingeborenen getragen haben in dem eingeborenen Dorf. Und das hier ist dieses Wattestäbchen, mit dem man den Affenkopf öffnen konnte, ne? The monkey head opened with a special key that you stuck in its ear. Oder, na gut, okay, ins Ohr. Na, aber damit ging's. Und das war hier dann unten schon auf dem Geisterschiff, wo man dann runterkam und sich reinschleichen musste. LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. Sehr witzig. Ach, hier ist unser Inselbewohner. Wie heißt er denn? Ganz bekannt. Verdammt. I met an old castaway there, Hermit Toothrot. Toothrot. He and the locals wrote a lot of indignant letters to each other. Sehr We wound up witzig. back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. Das ist aber Teil 1. Aber kommt denn jetzt Teil These are from 2? the time I went to find the treasure of Big Whoop. Unser Kartograf, dieser Woody, irgendwie I met sowas. my good friend Wally, who makes Wally. maps, and I stole his monocle. Good times. Dann unsere Voodoo Lady. The mysterious voodoo lady at the International House of Mojo taught me to make a voodoo doll.
which came in handy more than once. Das hier dürfte der Anfang sein von Teil 2, wo dann die Rückblicke kommen. Ja, so fängt es an und dann so nach dem Motto, okay, vorher ist Folgendes passiert. Elaine always seems to know when I need her. Und das hier ist das Ende, wo man dann die Voodoo-Puppe von LeChuck erstellt hatte oder erstellen musste, um ihn fertig zu machen in den Tunneln. Again, it came down to just me and LeChuck at the end. He was using magic, but then, so was I. Genau, das ist alles Teil 2. One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. The guy never gives up. Da sind die jetzt aber in, das mache ich jetzt mal alles nicht, da sind die aber in... This was a great day. Though in retrospect, we shouldn't have had the scumbar handle the in den cater. anderen Teilen. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. Gut, die verwursten dann alles. Also mir würde es jetzt noch mit Teil 1 und 2 gehen. Wir starten mal ein neues Spiel. Einfacher Modus. Was heißt denn das? Die ganze Geschichte und der ganze Spaß, aber mit gelegentlichen Rätseln für den vielbeschäftigten Spieler. Nö. Schwerer Modus mehr. Rätsel, schwere Rätsel, affenstark. Machen wir. Wozu den einfachen Modus? Klingt ja irgendwie öde. Viel Spaß, legen wir mal los. Ich glaube, ich muss irgendwo klicken. Nee, musste ich nicht. Take this, LeChuck! Oh, Guybrush, come over here, gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, Yes, sir. sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of those. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Okay, Scurvy Dogs. Ich muss mal ganz kurz gucken, vielleicht kann ich irgendwie den Text... Gibt's hier I once got a irgendwie... scurvy da dog that oben. was... Das da sind, glaube ich, dann die Einstellungen. Was habe ich denn hier? Text und Sprache. Vielleicht Textgeschwindigkeit kann ich mal auf langsam machen. Da kann der eine oder andere auch mitlesen, wenn er das mag. Ich hoffe, dass das jetzt keinen Neustart Bigger than my benötigt. head. Können wir gleich mal austesten. Also, da kriegen wir die Scurvy Dogs und gucken uns aber trotzdem den Rest mal an. Wenn ich jetzt... Oh, damit pausiert das Spiel immer noch mit der netten Leertaste. Was soll man denn hier aufwachen? Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Phil! Ah, he's dead to the world. Was haben wir denn überhaupt alles? Also da kann man diese Scurvy Dogs besorgen. Was Some steht denn? places you go have scurvy dogs with cheese Nee, inside. mit Käse gibt's die Dinger. Guck mal an. The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Oh, das Fass. Was macht das denn? Eine besoffene Ratte. Super. Kann man aber nicht anklicken. Sieht aber sehr cool aus. Also noch, ich weiß nicht, ob es hier so eine Art I Hotspot-Anzeige once had the gibt. hiccups for 4 days straight. Okay, nach einiger Zeit machen die immer irgendwelche komischen Sprüche. Gucken wir mal, ob es hier bei der Steuerung sowas wie eine
alle Objekte hervorheben. Das ist das Ding? Was soll das sein? Die Tab-Taste? Wahrscheinlich, oder? Dialogauswahl. Spiel speichern, Alt S. Wir können das also jederzeit speichern. Inventar. Wir haben Inventar. Guck einer an. Kann ich hier kann ich auch speichern. Ist ja egal. Mal gucken. I wie Inventar. Jo, was habe ich da drin? Meine To-Do-Liste. Scurvy Dogs kaufen. Finde ich gut. Passt schon mal. Warte mal. Jetzt gucken wir mal. Ah, okay. Das hier ist die Hotspot-Liste. Tatsächlich Tab. Oder Hotspot-Anzeige. Aufwachen. Den Papageien. Sounds real. Ja. Klingt sehr echt. Herumalbern. Das Fass haben wir überprüft. Scurvy Dogs gucken wir später mal. Was haben wir auf der Seite? Gibt's da noch was? Noch ein Fass. Noch eine This besoffene would be Ratte. great for apple bobbing. Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Nee. Wenn du den unter die Achsel klemmst, oder was? Let's not go back there again. We'll just get yelled at. Yeah, let's get scurvy dogs instead. Da sind wir also rausgekommen am Ende von Teil 2. Das ist unser Inhalt hier unten, das Ding. Was haben wir noch? Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Okay, das scheint ziemlich eindeutig zu sein. Wir müssen diese Dinger holen. Wie auch immer, was ist das? Plumpsklo? Aber ganz schön großes Ding, oder? Was soll denn das Schild da? Irgendwie bitte Hände waschen? It's locked. Maybe one of the shops has a key. Okay, gucken wir mal. Das hatten wir, den ganzen Rest haben wir auch ausprobiert. Dann gehen wir mal bei den Scurvy Dogs rein. Herumalbern hatten wir, glaube ich, noch nicht. Kann man das? In France, they... Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Okay, Klingelmännchen spielen oder so. Gehen wir mal rein. Die Musik ist auf Dauer doch ein bisschen... Ich mach die nochmal ein bisschen runter. So. I can stand on my head without using my hands. Toll. So, was haben wir denn hier alles? Ich habe da einen Zettel. Was? Eine Hühnerfuß-Pommes bestellen? Gott. Wie viel kostet der Grog? Und hier unten ist noch ein Flecken. Rutsch nicht auf dem Schmierfett aus. Keine Ahnung. Mal gucken, was hier Looks geht. like they need a swabby in here. I'll never be the ship's swabby. That is really, really low. Ja, ein bisschen gammelig ist das hier. It says, return outhouse key when finished, or else. Den Schlüssel? Welchen Schlüssel denn? Ja, mit der Steuerung weiß ich noch nicht so ganz, ob ich da zufrieden bin. Das ist ein bisschen komisch, ne? Aber schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Wie viel kostet der Grog? How much is a mug of grog? Grog's for grown-ups. Beat it. Okay, immer wenn ich so zwei Sachen habe, kann ich, glaube ich, hier wählen. Rechts, also linker Mausklick, der rechte wäre ein Grog bestellen. Links wäre dann, wie viel kostet ein Grog. Und hier habe ich, wie viel kosten die Hühnerfußpommes und I have an bestellen. extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Wie, du hast einen zusätzlichen Backenzahn. How much are those chicken foot fries? Chicken foot fries are 2 pieces of 8. Hey, 2 pieces of 8. Nee, das ist alles viel zu teuer. Das kann ja kein Mensch bezahlen. Ich habe ja nichts in der Richtung. Oh, wie viel kosten denn die Scurvy Dogs? Die wollen wir ja kaufen. How much are the scurvy dogs? Scurvy dogs are only a half piece of 8. That's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Haben wir natürlich noch das Problem, dass wir gar kein Geld im Inventar haben. Ist aber doof.
Also, wir benötigen eigentlich Geld. Das ist natürlich doof. Was haben wir denn hier? Zettel lesen noch. Oh, hier ist ein Schlüssel und was haben wir hier unten? Holzbein. Der Schlüssel ist an einem Holzbein. Kann man den Did you nehmen? know your feet? They put it on a leg to keep you from walking off with it. Ah, hier unten. Jetzt kommt die Option, den Schlüssel schnappen. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. Also, du reißt also Kindern die Beine aus. So siehst du auch aus. Ha. Gut. Erinnert so ein bisschen an so einen Tankstellen-Toilettenschlüssel, ne? Ich nehme mal an, der ist für das Klo. Kann man hier rüber gehen irgendwie so? Bildtechnisch? Nee, kann man nicht. Also Geld haben wir ja keins. Jetzt haben wir nur einen Schlüssel. Jo. Was ist das hier? Ein Haken. That's where the outhouse key was. Ah, jetzt hat er gerade... Nee, Moment mal. Ja, genau. Jetzt hat er nämlich gesagt, wo der Schlüssel fürs Plumpsklo war. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Da gehen wir mal zum Plumpsklo und schließen das Ding auf. Jetzt ist das die Frage. Wie geht das? Muss ich den anwählen? Und dann da drauf ziehen? Jo. Good. You unlocked it. Aber sowas von unlocked. Oh Gott. Ist ja eklig. Okay, da kann ich rausgehen. Hier kann ich ins Plumpsklo gucken. Ein Blick in die Toilette. Tun wir es? Ich denke schon, oder? Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Gross. Na, ich hätte jetzt Schlimmeres At home, erwartet. I've got a collection of old scurvy dog sticks that fills a whole shoebox. Wie? Du hast eine Schuhbox voll mit Scurvy Dog Sticks? Was soll das denn jetzt heißen? Was haben wir denn jetzt hier noch? Was ist denn da unten? Gross. Ach Mann, ich erwarte noch mal so eine coole Ratte wie in dem Fass. Die war echt geil. Eigentlich sollte ich da noch mal reingucken. Was ist dieses kleine Metallding? Was weiß denn ich? It isn't a piece of eight, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of eight. That's called a slug. It's like a fake coin. Kann man die nehmen und dem Typen dann quasi als richtiges Geldstück verpassen? Also, und damit bezahlen, weil wir den falschen 50er vom Boden abholen? Was ist denn jetzt, wenn ich drüber nachdenke? I thought it was a piece of eight at first. It looks just like a piece of eight. Ja, das ist ein Hinweis, ne? Oder? A fake coin is almost as good as a real coin. Na dann. I once got a scurvy dog that was bigger than my head. Ja, ja, genau. Und ein Burrito as big as your head, ist klar. So. Chucky hat gute Ideen. Der sieht schon komisch aus, der Chucky. Naja. What should we do next? We gotta get to scurvy dogs. I can't believe you never had one. Das ist immer wieder der gleiche Hinweis. So, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich auch nicht. I can't even tell if it's animal, vegetable, or mineral. Also ein Haufen irgendwas Komisches. Was haben wir denn? Oh, Schlamm riechen, das machen wir mal. Ugh, what is this stuff? It smells the same as the toilet. Ich habe jetzt eigentlich auch nichts anderes erwartet. Please wash hands before leaving outhouse. Das Schild über der Leitung. Gefährlich, sag ich nur. Oh hier, was ist denn das hier? So I eine Art once got a Spinne, scurvy dog that was bigger than my head. die immer hier so hochkrabbelt, da im Schatten. Dann würde ich doch glatt versuchen, diesen falschen oder dieses falsche Goldstück einzutauschen, ne? Ob das It's geht? rare. Gucken. Muss ich auch da gucken. Muss ich bestellen. Can we get a couple of scurvy dogs? Sure, if you give me a piece of 8. Klaro. Das hier.
What can we get with this? Tastes like a piece of 8. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. Perfect! Wir haben einen Take 'em, Deal. boy. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. This is the perfect food. What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Weiter durchs Spiel gehen? Keine Ahnung. Was haben wir denn noch? Geht's weiter? Jo, geht. That's my friend Dee. Hey, Dee. Hey, Chucky, what are you jerkfaces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. Was macht die denn jetzt? There. Perfect. See you around the park, shitheads. Sie ist eine Expertenplanerin. Wo drin denn? Oh, hier hinten, das alte Spiel aus Did you know Teil... your feet won't smell if you Der don't wash them? Spuckwettbewerb. Teil 3, ne? Oder? War das in diesem dritten? Nee, Teil 2. Mit den Fähnchen, wo man immer achten musste, woher der Wind bläst. Und da musste man spucken. Und wenn der Wind günstig stand, konnte man am weitesten spucken, ne? War das nicht so? Oh Gott. Aber erst mal gucken, was hat die denn überhaupt gemacht? Nee, da passe ich nicht ab. Also die To-Do-Liste scheint was Neues zu sein. Hat die bestimmt was drauf gekritzelt. Ach du Halleluja. Also das haben wir gemacht. Herumalbern und erkunden. Den Anker ansehen. Chucky in einem Rennen schlagen. Die Ente füttern. Etwas Soße zu meinem Scurvy-Dog hinzufügen. Der sieht doch schon so aus, als hätte er Soße. Schwertkampf üben. Beleidigungen wieder lernen? Nee, ne? Ein 4-blättriges Kleeblatt finden. Sich etwas am Wunschbrunnen wünschen. Unsere echten Eltern finden. Okay, also die 2 Typen vorhin waren ja keine echten Eltern. Die haben wir ja nur so als Eltern benutzt. Also okay, dieses Herumalbern und Erkunden, nehme ich an, sind diese ganzen Unterpunkte. Und wenn ich die geschafft habe, dann ist Herumalbern und Erkunden erledigt. So verstehe ich das gerade. Okay. Das kann ja spaßig werden. Einmal kurz durchschnaufen, oder? At home, I've got a collection of old scurvy dog sticks Ja. that fills a whole shoebox. Das wissen wir doch. So, jetzt noch mal ganz kurz den Anker ansehen. Erster Punkt. Anker. Hier ist der Anker. Ist ein Hotspot. Machen wir doch. That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then, people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist on the way down for the same reason. Most anchors these days are made of iron, and you have to recast them like twice a year because they rust. About 30 years ago, somebody thought of a way to get around that by making them out of wood instead. All kinds of people invested a lot of money in these wooden anchor companies. But the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. And
So they gave up and went back to the old way. The word anchor comes from the Sanskrit word nagara, meaning city. They're called that because when you stop in the middle of the ocean, it's like you've made port at an invisible city. Yeah, I'm kind of an expert on anchors. I read a lot. So, sollte auch nur einer erwartet haben, dass ich den Dialog abbreche, um ihn vom Schlafen abzubringen, dann nö. Also ihr habt jetzt gesehen, die nette kleine Freundin hier, irgendwie die oder wie sie heißt, die ist dann die absolute Anker-Expertentante. Ich habe ihr, das muss ich gestehen, irgendwann auch nicht mehr wirklich zugehört, aber sie hat da ja so eine kleine historische Abhandlung gehalten. Na gut, okay, ich glaube, die Aufgabe haben wir erledigt. Oder? Haben wir die Aufgabe erledigt? Denke schon. Ist das nicht unsere To-Do-List? Jetzt können wir sie nicht mal anklickern. Na gut. Was kann ich drücken, um das nochmal... Nee, will ich nicht. Haben wir doch. Ja, Anker ansehen. Haben wir. Jetzt müssen wir den in einem Rennen schlagen. Wie machen wir das denn? Erstmal gucken. Was haben wir denn hier? Chucky zu einem Rennen herausfordern. Okay. Wie das geht, weiß ich nicht. Wanna race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! I win! Oh je. Chucky ist vom Baum gerannt. Haben wir auch geschafft. Also man musste nur doppelklicken hier hinten irgendwo. Ach, das hier sieht doch schon nach I Enden just stand aus, on my ne? head without using my hands. Ja, hast du vorhin schon mal gesagt. So, mal gucken. Haben wir das auch erledigt? Die Ente füttern. Welche Ente denn? Hier ist ein Teich. Oder liegt Brot? Warte mal. Ein bisschen nehmen. Hey, hands off! Was? Ich brauche das, um die Ente zu füttern. Seid nicht so böse. Was haben wir denn noch? Was wohl in dem Korb ist? I wonder what's in that basket. Ja. Let's find out. Yeah, What do you think you're Chucky. doing? Kids these days. You have no regard for personal property. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. And I've got the other half. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah. Blah, 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 blah. Sie sagen uns gerade ihre Meinung. Blah, Sehr blah, geil. blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Bla mit H blah, und ohne blah, H. blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Wie lange machen die das jetzt? Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. I certainly hope you'll have better manners in the future. Das ist schon sehr lang gezogen. Sehr cool. Sehr niedliche Ente. Ja. Können wir jetzt nochmal mit dem Paar sprechen? Ach, hier noch das Schild lesen. Fütter verboten, war? Oder? Don't feed the duck. Oh je. Wir müssen aber die Ente füttern. Tja, was machen wir denn da? Reingucken bringt nix. Mit die sprechen? That's a nice tree. I'm only pretending to look at the tree. I'm actually spying on that couple by the pond. Okay. Vielleicht müssen wir mit denen reden. Excuse me. Yes? Was haben wir denn hier? Könnten wir etwas von ihrem Brot haben, um die Ente zu füttern? Ist komisch, jetzt habe ich die... Manchmal hat man die Option, was man so macht mit linker, rechter Maustaste. Jetzt habe ich tatsächlich mehr Gesprächsoptionen. Würden Sie noch mal so tun, als wären Sie für unsere Eltern? Nee, ich will ja Brot. Could we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. Was? Das ist aber nicht nett. Was können wir noch machen? I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Na, das Kids hatten wir ja these schon. days. Nee, No das haben wir regard for schon. personal property. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. And I've got the other half. Blah, blah, blah. Kann ich jetzt Blah, noch was? blah, Nein, blah, nein, blah. ich will das nicht mehr hören. Blah, blah, blah.
Bla bla bla. Oh, ich Bla, kann bla, den noch bla, bewegen. Bla bla. Bla 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 bla. Wieso kann ich den denn noch bewegen? Bla bla bla. Ah, vielleicht kann ich jetzt das... bla bla bla. Ah, ich kann jetzt... How rude. Ah, wenn die bla 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 sagen, kann ich das Brot nehmen. Ah, weil die abgelenkt sind durch diese Aktion von dem Chucky mit dem Korb. Oh Gott, man muss erstmal diese Spielmechaniken hier begreifen. Das ist ja... jetzt müsste ich ja eigentlich die Ente füttern können mit dem Brot, oder? Dann hätte ich die Aufgabe auch erfüllt. Some places you go have scurvy dogs with cheese inside. Okay. Was ist das denn hier? Sieht aus wie so ein zermatschter Seestern. Keine Ahnung. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's Ketchup. supposed to be really good with scurvy dogs. Oh, dann nehmen wir den mit. Das ist unsere Soße für die Scurvy Dogs, oder? Den nehmen wir. You should put that on your scurvy dog. Okay. Wie geht das? Kann ich das hier kombinieren? Ich will gar nicht drüber nachdenken. Geht. Ach so. Haben wir jetzt... Jo. So sagen wir auch. Schwertkampf ist wahrscheinlich da hinten mit diesem komischen Hampelding, ne? So, gucken wir uns mal die Speicherfunktion an. Das ist hier so. Ah, da kann man... Ne, das scheint so ein automatisches Speichern zu sein. Hier können wir das überschreiben. Ist eigentlich ganz nett, ganz süß. Ein Schild. Yes. Und ein 4-blättriges Kleeblatt. War das nicht auch eine Aufgabe? Ja. Wunschbrunnen wünschen. Dann nehmen wir erstmal das Kleeblatt mit. Okay. I found a 4-leaf clover. Awesome. There was still one left? Darn. Das ist sowas von awesome. Aber... was war denn hier? Oh, da. Die bitten, Schwertkampf zu üben. In France, they call a scurvy dog a chien scorbut. Do not pick the 4-leaf clovers. As if. Ja. Zu spät. Dann machen wir das doch mal hier. Let's be frank. You can never hope to beat me. No way. You'll never catch up to my level. I win. I win. Nuh-uh. You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. Okay. Haben wir das schon erfüllt? Boah. Jetzt müssen wir noch zum Wunschbrunnen. Und die echten Eltern finden. Wo könnte denn der Wunschbrunnen sein? Bestimmt hier unten lang, ne? Oh, ist da noch was in der Did you know Mülltonne? your feet won't smell if you don't wash them? Was hat er gesagt? Die Füße riechen nicht, wenn ich sie nicht wasche oder so? Das ist für ein Unsinn. Oh, was haben wir? Oh, was ist das denn hier? Ein Goldstück? Ah, das ist der Wunschbrunnen. Vielleicht mit dem... I should throw my coin in and make a wish. Naja, I can stand on my head without using my hands. das heißt... Die Märchennummer, ne? Wenn ich mir jetzt bei ihm ein Schnauzbart wünsche, dann hat er wirklich einen. Wollen wir uns bei Chucky mal einen Schnauzbart wünschen? I wish Chucky had a mustache. Ah! Ich hab's geahnt. Schade, vorher speichern und alles machen, ne? Oder? Obwohl, sie verschwinden, aber die coole Pflanze wäre ja mal witzig. Kurz sehen. Wie weit war denn das Speichern? Das war... Ich habe das jetzt nur so hingezogen. Da wollte ich doch gar nicht hin. Gott. Was war noch? Oh. Ist das mal ein richtiger Papa? Gott, der sieht ja aus wie ich selbst. Und Mama ist Elaine oder was?
Hello, Mr. Threepwood. Hey, kids. Having fun? Yeah. We got scurvy dogs. Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop. Oh, boy. That takes me back. I like it when Chucky asked me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Ich glaube, das ist jetzt der Rückblick auf Nummer 1, ne? So fing der erste Teil an. Da oben bei dem Typi, beim Feuer. Genau. So, das müsste doch jetzt kommen, oder? Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Well, you know, freebooting mostly, swashing buckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no. I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. Hervorragend. Wir sind wieder genau an dem Punkt, wo Teil 1 begann. Sehr, sehr cool. Ich werde aber trotzdem gleich, wenn ich auf die Zeit gucke, einen Schnitt machen. Und dann in der... Ach, hier guckt an, die Ratten sind wieder da, die Kleinen hier, das ist ja süß. Chuck hat meine Frau entführt. Ich nehme an, also mit dem das Gespräch müssen wir noch führen. Und dann, wie gesagt, mache ich einen Schnitt. Also, was heißt, hat sie entführt? Hatte, ne? Eigentlich sind wir ja nach dem zweiten Teil. Zombie-Geisterpirat. Was kann man denn machen? Klauten mir all meine besten Ideen. Das ist gut. LeChuck kidnapped my wife.
He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. Herrlich. Ja, ihr wart ja nicht verheiratet. Er ist ein böser Zombie-Geister-Pirat. Mal gucken, was da als Antwort kommt. He's an evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless, vipless villain. And a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? Gegensätze ziehen sich an. Sehr cool. Wir waren während meiner gesamten Karriere Feinde. Ja, natürlich. Das stimmt schon. We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. Ja, was sollte er auch anderes sagen? So. Hier bin ich mal gespannt. Der Typ klaut mir all meine besten Ideen. Ja, wahrscheinlich behauptete das von mir auch wieder. That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. Ich sag's ja, da drehen sie es wieder um. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Yes. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. Das ist sehr witzig. Fängt an wie Teil 1 dann jetzt. Oder hier an dieser Stelle. Ja, macht trotzdem Schnitt. Freue mich drauf. Beim zweiten Teil machen wir weiter. Also, bis bald. Dankeschön fürs Gucken. Bin schon sehr gespannt. Schon ganz piratisch hier. Bis bald. Tschüss.